Muttersein ist etwas, was dich komplett einnimmt. Dein Herz wächst und du erlebst die schönsten Momente, aber gleichzeitig auch die schwerste Zeit deines Lebens. Und oft fühlst du dich damit komplett allein. Ich bin Sascha und ich bin Content Creatorin. Ich habe 2 Kinder, das große ist 4,5 und das kleine Baby ist 10 Monate alt. Ich bin in eine Artistenfamilie reingeboren und habe mich dann in den Teenagerjahren dazu entschieden, Ballett zu tanzen. Und nach der professionellen Ausbildung bin ich zusammen mit meinem Freund auf verschiedenen Bühnen aufgetreten. Tanzen gehört ganz stark zu meinem Leben und zu meiner Identität. Seitdem ich Mutter bin, hat sich mein Alltag komplett verändert. Wir mussten eine Struktur in den Tag bringen. Davor hatten wir keine Struktur. Wir hatten abends unsere Vorstellungen und den Tag haben wir gelebt, wie wir wollten. Und jetzt hatten wir den ganzen Tag über auch Verantwortung. Muttersein ist etwas, was dich komplett einnimmt. Gedanklich, psychisch, körperlich. Es gibt keine Pause. Wenn du selber krank bist, kannst du dich nicht ausruhen. Du darfst dich nicht einfach hinlegen und schonen, das gibt's nicht mehr. Du musst morgens genauso früh wie an jedem anderen Tag aufstehen, den ganzen Tag rocken, auch wenn du innerlich absolut kaputt gehst. Und am Abend, wenn du dich hinlegst und andere können sich ausruhen und schlafen, weißt du, dass du wahrscheinlich nachts trotzdem noch mal wach werden musst, um sich wieder um deine Kinder zu kümmern, weil es denen auch nicht gut geht. Mutterschaft ist für mich erfüllend und erdrückend zugleich. Auf einer Seite hast du die schönsten Momente deines Lebens. Da spielen so große Gefühle mit, Gefühle, die ich davor nie gespürt habe. Und zur gleichen Zeit nimmt es dich aber komplett ein und manchmal fühlt man sich so, als würde man komplett untergehen. An manchen Tagen funktioniert alles recht gut und dann gibt es Tage, da hast du um 10 Uhr morgens deinen ersten Breakdown. Es fühlt sich an, als könnte man nicht gut genug sein. Und man möchte natürlich das Beste für die Kinder. Man möchte keine Fehler machen, man möchte das alles gut machen und ein gutes Vorbild sein. Die eigenen Gefühle, die Gefühle des Partners, den Haushalt, die Arbeit, alles drum und dran gleichzeitig zu balancieren, ist einfach nur schwer. Mental gesehen musste ich in den Schwangerschaften schon sehr kämpfen. Dazu hat sich auch meine ganze Haut verändert. Die erste Zeit fiel es mir sehr schwer, mit diesen Veränderungen klarzukommen und irgendwo auch diese neue Schale anzunehmen. Ich habe mir so enorm Druck gemacht und das war eher so ein innerlicher Kampf mit mir. In meinem Tänzerkopf diese Kritik an mich, mein Körper musste so aussehen, wie ich ihn kannte. Am Anfang hatte ich Angst, das anzunehmen. Die Haut wird immer locker bleiben an manchen Stellen, zum Beispiel bei meinem Bauchnabel ist sehr viel gerissen. Und ich hatte Angst, dass ich mich selbst nicht mehr schön finde, dass ich mich selbst nicht mehr so anschauen möchte. Ich glaube, was ganz stark helfen würde, ist, wenn die Gesellschaft Interesse zeigt und Müttern Platz schafft. Es ist echt viel zu stemmen, wenn du alleine bist. Und eine kleine Unterstützung verändert die Energie des ganzen Tages. Es verändert deine Laune, die Laune deiner Kinder, deines Partners, deiner ganzen Familie. Sobald man sich nicht mehr alleine fühlt mit den ganzen Problemen, fühlt man sich besser. Ich habe das Tanzen sehr stark vermisst und vermisse es immer noch. Weil das Tanzen war für mich eine Möglichkeit, mit meinen Emotionen umzugehen. Ich wollte so schnell wieder auf den Beinen sein und ich bereue das. Ich finde, jeder verdient die Zeit, die er braucht, zu heilen. Und jetzt mit diesen 10 Monaten ist es das erste Mal, dass ich mich ein kleines Stück wie ich selbst fühle. Und ich weiß, da kommt noch mehr. Was ich jeder Mama ans Herz legen kann, ist, gebt euch Zeit. Gebt euch Zeit zu heilen, euch zu entwickeln, euch zu finden. Tauscht euch aus. Ihr seid nicht alleine, auch wenn ihr euch so fühlt. Und nehmt euch das, was ihr braucht. Und dazu gehört auch Hilfe. In der Mutterschaft hat man leider nicht so viel Zeit für sich. Aber man lernt es, jede kleine Möglichkeit so sehr zu genießen. Vor allem abends, wenn die Kinder schlafen und ich mal ganz, ganz alleine bin, liebe ich es, im Licht zu tanzen und einfach die Emotionen des Tages zu verarbeiten. Es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein sollte und kann. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich bin dankbar über die Zeit, so einen coolen Job zu haben, der mir so viel erlaubt. Ich bin einfach dankbar, sein zu dürfen.